Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video heute. Wir reden heute über AMC, Beyond Oklo, GoPro, Vix und Wikicat. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, Erklärvideo zu dieser und die Regeln verlinke ich wieder ans Ende des Videos. Na gut, dann springen wir gleich rein in AMC. Und heute ein ganz kleines Video, weil gibt nicht viel zu sagen. Für die große Erklärung mit Preiszielen, Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze und so weiter verlinke ich euch wieder das ganz große Video ans Ende. Aber heute schauen wir uns noch an, was heute passiert ist. Also zoomen wir mal rein. Und, oh Schocker, wir hatten keinen Gap-Up und keinen Squeeze heute. War leider im Pre-Market schon abzusehen und wirklich überraschend war es halt auch nicht. Ich meine, okay, wir hatten eine kleine Chance, ja, habe ich ja auch gesagt. Es war eine kleine Chance, war da, dass wir heute was Blödes sehen. Aber wie gesagt, in der Früh hat man schon gesehen, nein. Was auch relativ witzig ist, bevor wir ins Tracking reingehen, weil wenn man sich zum Beispiel Nasdaq, SPY und IWM anschaut, nämlich hier SPY, Nasdaq, IWM, die haben alle ihr Allzeithoch heute gebrochen. Und ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile in den letzten Jahren und jetzt auch wieder in den letzten Monaten diesen Scheiß sehen musste und hörte und hören musste, dass das nächste Mal, wenn Nasdaq, SPY und vor allem IWM mit Volume sein Allzeithoch bricht, wird AMC schon an seinem Peak sein. Ich habe diese Scheiße jetzt, glaube ich, schon 100 Mal gehört. 100 Mal was falsch. Ja? Aber okay. Markt schaut übrigens super aus. Ja? Also, ja. So, naja, wo stehen wir denn jetzt dann gerade? Wie immer, mehrere Varianten. Allerdings muss ich halt auch wirklich dazu sagen, ich werde jetzt nicht sagen, wir könnten jetzt, morgen ist Mittwoch, sowas machen. Ja? Ist für mich nicht auf dem Tisch. Ja? Ihr kennt mich, ich bin der Meinung, entweder Freitag oder Montag. Ja? Sollten wir jetzt morgen plötzlich das machen und über 1,94 brechen, okay, dann lag ich falsch. Aus, fertig. Ist nicht in meinem Buch. Absolut nicht. Somit, über diese Variante rede ich jetzt nicht einmal. Ja. Es bleibt noch unsere normale Hauptvariante über. Und das bedeutet einfach, dass das hier unser Higher Low ist. Oder, um das genau zu sein, dass letzten Freitag unser Peak von unserem Higher Low war. Und das heute, wenn wir hier reinzoomen, schon unser Lower High war. Und wir hoffentlich, wirklich hoffentlich, morgen, Mittwoch, Donnerstag, vielleicht sogar Freitag hier runterfallen, um das Higher Low zu beenden. Ja? Levels für das habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Mir wäre es am liebsten alles bei ich mache euch das schön, irgendwo, irgendwas in diesem Bereich. Ja? 1,36 bis 1,29, 1,27, irgendwo hier unten. Ja? Warum? Erstens die 1,36, das ist unser kleines A und das hier ist unser kleiner A-Boden und Higher Low muss zumindest unter das. Das hier ist unser B und Freitag war unser C. Und die 786, wenn man nicht sehen kann oder nicht weiß, wo das A-Low ist, wäre hier bei 1,32. Deswegen irgendwo in diesem Bereich. Ja, würde für mich bis nächsten Freitag den meisten Sinn ergeben. Jetzt zur nächsten Frage. Was ist, wenn wir das hier machen bis nächsten Freitag? Muss ich ehrlich gestehen, ich hätte darauf nicht einmal eine Antwort, außer dass, wenn wir das machen, das für mich verdammt bärisch wäre. Ja, es wäre einfach Bullshit. Ja. Fürs Tracking wird sich nicht viel ändern dann.
Ja, also dann hätten wir nächsten Montag die Chance hinaufzugehen oder die nächste Woche runterzulaufen. Ja. Mein einziges Problem mit der Sache ist halt nur, und das habe ich in den letzten Videos schon gesagt, ich möchte dieses Spiel nicht für die zweite Juniwoche, dritte Juniwoche, vierte Juniwoche oder Juli weiterbringen. Ich habe das im letzten Video gezeigt. Ähm, die erste Juniwoche ist für mich schon ein ziemlicher, wie sagt man das, Stretch. Ja, ganz einfach deswegen, weil seit der IPO es eigentlich so war, dass wir Mai oder erste Juniwoche spätestens ein Top hatten. Den Rest des Jahres ging es runter. Ja. Aber dazu muss man halt jetzt einfach sagen, warten wir mal ab, was wir jetzt bis Freitag bekommen. Mein Main-Tracking ist, wir machen dieses High-Low fertig bis diesen Freitag. Ja. Ähm, wie immer sollten wir unter 1,25 fallen. Uah, wäre das verflucht bärisch für mich. Ja. Ich möchte dieses High-Low halten. Sollten wir sogar unter 1,09 fallen, ist es für mich vorbei für dieses Jahr. Also hier gibt es kein Wenn und Aber. Absolut keins. Die einzige Variante, die vielleicht noch überbleibt, ist, was ist, wenn wir jetzt morgen weiterhin aufgehen? Ja. Irgend sowas. Aber nicht über 1,94 brechen. Ja. Das wäre die gleiche Scheiße, als wenn wir jetzt hier so zur Seite gehen würden. Ja. Weil solange wir nicht über 1,94 brechen, kann das noch immer das Peak von unserem HRLO sein. Ja? Und dann fallen wir die ganze nächste Woche. Ja? Für die Regeln, für meine Methode, ja, wäre das zu hoch. Aber wenn wir uns anschauen, die berühmten 1-Stunden-Charts, hier die berühmten 1-Stunden-Charts, ja, und ja, ich weiß, es hängt ja auch schon beim Hals raus. Mir auch schon. Ja? Aber einfach für vielleicht neue Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ja? 2021, 2024. Ja? Und wenn man sich halt genau diese Kerze hier anschaut, unser Higher Low, ja, vor jedem Squeeze haben wir ein Higher Low gemacht. Ja? Und die oberste Kerze, diese oberste Kerze hier, die ging über M und zumindest über T. In beiden Fällen, auch in 2025. Ja? Also, falls wir jetzt doch morgen hinauflaufen sollten, ja, solange wir 1,94 nicht brechen, kann das diese Candle sein. Ja? Ich meine, jetzt ist morgen Mittwoch. Wenn wir jetzt morgen, sagen wir, im Pre-Market wirklich so eine dumme Kerze bekommen, ja, schauen wir uns das an, wenn wir jetzt im Pre-Market plötzlich das hier bekommen und sofort runterfallen, ja, okay, warum nicht? Und bis Donnerstag, Freitag herunterfallen ist noch immer super. Ja? Aber ganz ehrlich, das zählt jetzt für beide Higher Lows. Es ist jetzt wurscht, ob wir hier oben pieken oder ob das hier schon der Peak war. Wenn wir am Freitag irgendwo hier sitzen, reicht das für mich nicht. Ja? Wenn wir jetzt schon hier unten sitzen, also sagen wir, ich möchte zumindest unter 1,40. Ja? Weil den ganzen anderen Rest, den kann man locker Pre-Market oder After ausmachen. Ein kleiner Weg runter und fertig und leer. Aber ich möchte zumindest unter 1,40. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, EMC schaut noch immer super aus. Ja? GME bewegt sich noch immer absolut gar nicht. Es ist eine Katastrophe, dieser Scheißstock. Wirklich. Es ist wirklich eine Katastrophe. Pause schaut absolut genial aus. Die Coins schauen auch noch super aus. Und weil ich eine ziemlich lange Diskussion hatte mit einem Viewer hier auf dem englischen Kanal, dass ich letztes Mal nur über die negativen Seiten von den Fundamentals von AMC geredet habe, sage ich jetzt auch was Positives. Ja? Also erstens, sie haben sehr viele Schulden abgebaut. Ja. Und eins muss man auch dazu sagen. Ich meine, ich bin der Meinung, es ist kein Supply and Demand Market. Ja? Es ist mir also scheißegal, dass Adam Aaron 250.000 Aktien gekauft hat. Aber man muss halt trotzdem eins dazu sagen, er hat es mit seinem eigenen Geld gekauft. Und er ist nicht dumm. Ich fände es schon sehr komisch,
wenn der Mann jetzt mit seinem eigenen Geld so viele Aktien gekauft hat, kurz bevor EMC zu einem neuen Allzeitlow rennt. Entweder er ist ein Pechvogel oder ein Vollidiot oder das macht keinen Sinn. Aber schauen wir mal. Ne? Gut, dann machen wir einen ganz, ganz, ganz kurzen Sprung in Beyond. Und mit kurz meine ich kurz, weil auch hier gibt es heute nicht viel zu sagen. Für die ganze Geschichte, wenn es euch interessiert, auch für die großen Preisziele, ja, verlinke ich euch wieder das große Update wieder ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns noch an, was wir heute gemacht haben. Also zoomen wir rein. Ja, und wir sind halt noch immer im Pullback von A. Also stimmt nicht ganz richtig, weil fürs bullische Tracking war hier am 19. Mai der Pullback von A fertig. Das Einzige, was uns halt noch fehlt, ist dieses Higher Low. Ja. Habe ich euch ja letztes Mal schon gesagt, wenn wir jetzt nicht einfach hinaufmarschieren, dann werden wir höchstwahrscheinlich bis diesen Freitag oder Donnerstag dieses Higher Low hier fertig machen. Was würde das bedeuten? Levels-wise brauchen wir uns nur, machen wir das mal kurz weg, brauchen wir nur uns die FIB anschauen. Ja? Also irgendetwas unter 74 Cent. Wenn man das jetzt hier wagt, ja, Micro zu tracken, gehen wir noch ein bisschen weiter runter, dann wäre das unser Peak von diesem kleinen High Low, hier unser Lower High, das wäre unser M und das, was wir heute gemacht haben, war unser kleines T. Ja. Jetzt haben wir noch, weil auch Beyond springt meistens Freitag, montags. Das bedeutet, wir hätten jetzt noch 2 Tage. Ja. Ihr habt gesehen, wie fade das heute war. Ja. Also ich würde annehmen, dass wir bis morgen, bis Donnerstag, vielleicht sogar bis Freitag, irgend so einen Quark machen. Ja. Irgendetwas unter 74 Cent und dann entweder Freitag oder Montag endlich einen Aufwärtstrend bekommen. Ja. Für Levels ist es, um das hier falsch zu sagen, also um zu sagen, wann liege ich hier falsch, ganz einfach, alles über 81 Cent und scheiß drauf. Wir gehen rauf. Ja. Also dann ist dieses Higher Low, was auch immer. Ja. Habe ich im letzten Video schon gesagt, im letzten Video habe ich gesagt, alles über 83 Cent ist bullish, alles über 1,15 und es gibt keine Alternative mehr nach unten. Ist noch immer dasselbe. Um dieses Higher Low zu sagen, wir brauchen es nicht, alles über 79 Cent. Und das Ding ist schon fertig und wir gehen. Ja. Wenn nicht, bis Freitag runter. Die bärischen Linien gibt es noch immer. Ja. Alles unter 72 Cent, ja, macht dieses Higher Low falsch. Allerdings, wie gesagt, also für mich würde das jetzt keinen Sinn ergeben. Ja. Wir könnten das dann als T machen, aber ob jetzt das hier T, es macht keinen Sinn. Was aber noch immer umstößlich ist, wir dürfen nicht 70 Cent berühren. Meiner Meinung nach, kein finanzieller Advice, 70 Cent und dieses Beyond-Spiel ist zumindest für dieses Jahr vorbei. Und neues Allzeitlow und vielleicht ein Reverse Split oder was auch immer. Schaut derzeit nicht danach aus. Schaut perfekt aus. Ich möchte trotzdem nicht unter 70 Cent fallen. Sag ich nur. Gut, dann springen wir mal in was zumindest heute erfreulicheres. Oklo. So, Oklo habe ich ja schon letzten Donnerstag oder Freitag, ich weiß nicht mehr, entweder Donnerstag oder Freitag schon auf die Homepage gegeben. Gezeigt habe ich es am Wochenende. Noch einmal, ich habe den Stock nicht gefunden, sondern einer von euch. 2 Sachen. Erstens, ich habe gesagt, ich werde versuchen, jeden einzelnen Stock zu tracken, wo ihr mich fragt. Die wirklich gut ausschauen, werde ich auch in die Liste aufnehmen. Und ich werde vor allem immer dazu sagen, dass ich es nicht gefunden habe. Ich meine, das ist mein Tracking, ja, aber ich hätte diesen Stock nie angeschaut. Man kann halt nicht jeden Stock auf der Börse sich anschauen. Eine einzige Sache,
Wenn ihr wollt, weil mir ist das absolut egal. Ich weiß nur, dass manche Leute es eben nicht wollen. Wenn ihr mir Stocks vorschlagt und fragt, ja, und ich sie dann wirklich auch in die Liste aufnehme, wenn ihr wollt, dass ich euren Namen nenne, kann ja sein, schreibt es mir jedes Mal, wenn ihr mich nach einem Stock fragt, ein Plus dahinter. Zum Beispiel. Ja. Damit ich sehe, okay, wenn es das was ist, dann sage ich zum Beispiel, dieser Stock ist von XY vorgeschlagen worden. Ja, nur als Beispiel. Für Oklo, es schaut fantastisch aus. Fürs große rausgezoomte Makro-Tracking war unser Allzeitlow im September 2024. Dann sind wir raufgelaufen ohne ein Higher Low zu unserem A, haben hier einen wunderschönen 0,5 Pullback gemacht, sind gebounced, sind dann raufgelaufen zu unserem B. Meiner Meinung nach ist Makro B, das Makro B. Es ist ein bisschen tiefer gefallen als normalerweise, weil B fällt ja normalerweise zu 0,5. 0,618 Pip ist aber auch noch okay. Ja, und jetzt gehen wir schon ins Microtracking. Für Oklo bedeutet das nichts anderes, dass hier unser Viva, also der Endpunkt von unserem B-Pullback, jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr runter, damit wir mehr sehen. Hier haben wir ein wunderschönes Higher Low gemacht, sind ausgebrochen über T unter M, somit war das hier unser A, haben einen wunderschönen Breakout-Retest gemacht. Auch dieser Pullback hier war ein bisschen unter der 618, aber das ist okay. Und wir sind gebounced. Ich habe ja im letzten Video gesagt, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir marschieren einfach hinauf. Ich meine, am Freitag waren wir hier. Ja. Entweder wir marschieren weiter hinauf oder wir machen ein Micro-Higher Low. Und zwar das Micro-Higher Low zu diesem A hier. Das hätte bedeutet, dass wir hier runter müssen zu $56. Die Sache jetzt ist, meiner Meinung nach sind wir zu hoch. Ja, wir sind einfach zu hoch. Weil wenn man sich das genau anschaut, hier ist ein C, hier ist unser L, irgendwo hier, oder das ist jetzt eigentlich schon unser M, irgendwo hier, das ist unser T. Jetzt wieder hier hinunter zu kommen, also, nee. Dazu muss ich ehrlich sagen, meiner Meinung nach, wenn wir jetzt hier hinunterfallen, dann war das hier unser M, das hier unser T. Aber in dem Fall ist es vorbei, wie gesagt. Weil wenn wir, erstens müssten wir dann hier drunter, aber wenn wir unter $54 fallen, habe ich im letzten Video schon gezeigt, dann ist das nicht gut. Ja, wirklich nicht gut. Somit, ja. Wir könnten jetzt einen kleinen A-Pullback machen, ja? Oder eher einen kleinen B-Pullback. Die Frage dazu stellt sich für mich einfach nur, wo ist dann A? Weil, wo ist unser kleines A? Ja. Ich würde mich hier erst ernsthaft gar nicht ins Micro-Tracking vertiefen. Ja. Ich meine, wir haben hier eindeutig kein Higher Low. Das hier könnte unser kleines A gewesen sein. Das könnte unser kleines B jetzt gewesen sein. Schauen wir nach. Ja, könnte hinkommen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen runter. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich darauf gar nicht einlassen, weil es wird euch wie bei vielen anderen wahnsinnig machen. Ich würde mich auf zwei Sachen konzentrieren. Erstens, wenn wir hier runterfallen, vielleicht machen wir wie bei EMC ein komisches Higher Low. Ja, in dem Fall würde ich sowas vielleicht bis diesen oder nächsten Freitag erwarten. Ja, wie gesagt, unser Ziel wäre irgendwas bei 57. Ja, und dann müssen wir bouncen. Wenn wir hier weiter runterfallen und $54 berühren, wie gesagt, würde ich aus meiner Position rausgehen. Kein finanzieller Advice. Ziel nach oben, egal ob wir jetzt hier runterfallen und dann bouncen oder von hier weiterlaufen, ist noch immer B. Und klein B. Und klein B muss über $120 sein. Das bedeutet über M.
Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir das bis spätestens Juli erreichen werden. Schauen wir mal, was passiert. Ähm, Das Interessante daran ist, weil wir hier einen A-Pullback gemacht haben, gehe ich davon aus, dass wir dann hier auch einen B-Pullback machen. Es ist aber nur der kleine B-Pullback. Unser übergeordnetes Ziel ist, dass wir über Makro B gehen, weil wir sind jetzt auf dem Weg zu Makro C. Und Makro C ist über Allzeithoch. Also dieser Stock wird verflucht interessant. Gut, dann springen wir noch in in einen anderen Ticker, der sehr interessant ist, und zwar GoPro. Okay, für GoPro gehen wir heute wieder über alles durch, weil ich habe jetzt mittlerweile schon viele Fragen bekommen. Ähm, Was wäre die Preistargets und so weiter und so fort. Ich meine, ich weiß, wir haben jetzt schon öfters darüber geredet, aber vor allem äh, wie nennt man meinen Kanal? Bei Börsenkanälen, ja. Ja gut, klarerweise schauen die Leute sich nicht alte Videos an. Ja, also meistens nicht. Ja. Deswegen gehen wir heute durch alles durch bei GoPro. Wie gesagt, war eine sehr interessante IPO, zu der kommen wir aber noch. Fürs normale Tracking schauen wir uns einfach von unserem Allzeithoch bis zu unserem Allzeitlow an. Also Allzeithoch war hier im Oktober 2014, Lower High, Midpoint T und dann zu unserem Allzeitlow, zu unserem V. Und dann haben wir, das Allzeitlow war am 9. April 2025 und bis März 2026 haben wir unser wunderschönes High Low gemacht. Wenn wir hier rein scrollen, wir haben ein wunderschönes V and A und die Kirsche auf der Torte, wir sind auch unter der 786. Somit perfekt. Gut, dann sind wir ausgebrochen, ne? Über unser A, über den Trend, unter unser M. Somit ist das hier unser kleines A. Ja? Was meine ich mit kleinem A? Ich sage das jetzt noch einmal, nur damit es die Leute verstehen. Wir haben hier unsere Hauptbuchstaben. Das ist Makro C, Makro L, Makro M, Makro T. Das ist unser Makro Higher Low. Ja? Dieses kleine a, von dem ich hier rede, ist nur klein a. Ja? Bedeutet, irgendwo hier ist klein b und das hier wäre dann klein c. Und dieses kleine c ist automatisch unser Makro a wieder. Ja? Dann kommt Makro b, Makro c und dann wieder Makro L, M, T. Ja? Einfach nur, um das kurz erklärt zu bekommen. Gut, wenn wir uns jetzt dieses kleine a jetzt hier anschauen, dann haben wir erstens von hier unten nach hier oben einen Pullback gemacht zwischen 0,5 und 0,6. Dazu muss ich sagen, uns war, oder mir, ich war mir nicht sicher, wo wir hier bouncen können, weil A kann auf der 0,5 oder auf der 0,618 bouncen. Wir sind wunderschön dazwischen gebounced. Wie gesagt, die Regel ist, wir müssen nicht auf den Linien bouncen. Das Einzige, was A nicht machen darf, ist, es darf nicht unter die 786 fallen. Ja. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann sind wir hier wunderschön beim Breakout Retest gebounced. Und das hier, meiner Meinung nach, ist ein Bounce. Ja, ich meine, das waren jetzt von hier nach hier 31%. Ob wir jetzt hier noch ein kleines Micro-High Low machen, ich bin der Meinung, das ist dasselbe wie bei Oklo. Wir sind ein bisschen hoch schon dafür. Ja. Aber zur Sicherheit, damit keiner überrascht ist, wir könnten, wie gesagt, also ich fände es komisch, aber falls wir jetzt hier hinunterbrechen, dann würden wir wieder auf dieser Trendlinie landen. Also irgendwas bei 99 Cent, sowas, ja, wäre das Higher Low. Nicht tiefer. Ja, also wir dürfen unter keinen Umständen 94 Cent brechen oder berühren. Ja. Wenn nicht, gehen wir einfach nach oben. Wohin? Naja, also wir haben hier zwei Varianten. Ich habe das ja auf der Homepage auch schon geupdatet. Für die absolut normale Variante, ja, also die einfach unseren Regeln entspricht,
werden wir jetzt hier einfach raufgehen. Irgendwo hier bei $5 werden wir unser kleines B bekommen mit einem kleinen Pullback und dann gehen wir rauf zu unserem kleinen C, was gleichzeitig unser Makro A ist. Dafür haben wir ein Ziel. Ja? Das Makro A muss über T sein, also über dem letzten Makro T. Das bedeutet über $13. Im besten Fall wird das aber auch einfach nur ein Breakout-Retest. Ja? Genauso wie bei EMC zum Beispiel. Und A macht entweder einen 0,5 oder einen 0,6 Pullback. Also entweder genau bei 13 oder, wenn ihr schaut, wie hoch können wir gehen, dass wenn wir runterfallen, nicht die Linie brechen, aber zu 618 kommen, dann wären wir irgendwo sowas bei $26. Ja, irgend sowas. Das wäre unser Makro A. Dann, wie schon gesagt, Breakout Retest, ein Pullback und dann geht's rauf zu B, Pullback C, wie auch immer. Das ist die normale Variante. Jetzt kommen wir zur dummen Variante, weil es ist ja eine Sache, dass man meine Methode verwendet, aber das Urprinzip von Fractals ist, dass man sich eine Aktie anschaut, herausfindet, wie diese Aktie sich bewegt und dass diese Aktie ihre Bewegungen immer wieder wiederholt. Meistens nicht 1:1, aber schon in einer ähnlichen Weise. Und da kommen wir eben zur IPO. Weil wenn man sich die IPO hier anschaut, eine Stunde wird vielleicht ein bisschen zu kurz sein. Wenn man sich die IPO hier anschaut, dann sieht man, hier war die IPO, raufgelaufen sind wir. Dann haben wir einen schönen 618 Pullback gemacht, sind wieder knapp bis zum Peak gelaufen zum Folgen und dann hatten wir einen Gap. Und ihr könnt mich verrückt nennen. Ich meine, deswegen sage ich ja auch, es ist die dumme Variante. Ja. Aber im dümmsten Fall sind wir halt jetzt gerade, eigentlich im dümmsten Fall sind wir in dieser Kerze hier. Das ist die dumme Variante. Ja. Das bedeutet, wir rennen jetzt hier hinauf. Ja, die Level schauen wir uns gleich an. Und nachher kommt der Gap. Hier sei dazu gesagt, dass dieser Gap hier, der schießt euch über Allzeit hoch. Ja, extrem über Allzeit hoch. Deswegen ist GoPro so interessant. Ja. Für Levels ist es ganz einfach. Unser letzter Peak hier war bei 1,81. Das bedeutet, wenn irgendwas an dieser Variante dran ist, dann werden wir hier jetzt irgendwie sowas machen. Und dann kommt der große Gap. Wenn ihr fragt, wo Allzeit hoch ist, Allzeit hoch liegt bei $96. Und wir würden drüber gappen. Das ist das Interessante an GoPro. Eine Sache gibt es allerdings dazu noch. Wenn wir das nicht machen, wenn wir nur ganz normal rauf zu A laufen, dann wäre das der 618 Pullback. Wir würden dann hier hinauflaufen und hier wäre erst der Gap. Das wäre die zweite Möglichkeit, sage ich nur dazu. Ja. Also ob wir jetzt hier die Gap machen oder erst hier, ja, bleibt abzuwarten, aber es schaut fantastisch aus. Wenn man jetzt die Frage stellt, wenn das hier aber klein a ist, wo war dann das hier bei der IPO? Ziemlich einfach. Gehen wir wieder runter auf den 4-stündigen Chat. Das hier war das Ende vom Higher Low. Ihr müsst euch das in der unsichtbaren Welt so vorstellen. Ja, also das hier wäre unser T. Das wäre unser V. Und das hier wäre unser Higher Low. Und das wäre dieses kleine A. Wenn es wirklich jetzt schon von hier unten losgeht. Ja, weil ganz ehrlich, wir haben hier unser T. Hier unser V. Higher Low. Klein a. Ja, schauen wir mal. Es ist nur eine Theorie. Ich muss allerdings sagen, für mich persönlich, kein finanzieller Advice,
ist die Theorie nur dahingehend eine Theorie, dass entweder das ist IPO und wir gappen dann von hier, oder das ist dann die IPO und wir gappen dann von hier. Ja? Was auch immer die News ist. Ich weiß es nicht. Ja? Weil GoPro ja jetzt schon, glaube ich, die News war ja schon, dass sie Verträge mit dem Militär machen. Macht Sinn, ja, mit ihren Kameras für Drohnen oder was auch immer. Ist ja scheißegal. Hauptsache, wir können es tracken. Schaut auf jeden Fall fantastisch aus. Und kleiner Tipp, kein finanzieller Advice, ja, ob wir jetzt normal A machen oder hier dann gappen, einen von den beiden Moves sollten wir eigentlich schon Ende Sommer, Herbst sehen. Mein Tipp dazu ist, die Jänner-Optionen, also 2027, sind noch immer verdammt günstig. Ja? Nur so, kein finanzieller Leist, nur so als kleiner Tipp. Gut, bevor wir in den letzten Community-Wunsch noch reingehen, noch ein kleines Update zu Wix. Und zwar deswegen, für die Leute, die am Wochenende zugeschaut haben, war ja die Frage, was halte ich für SPY und Nasdaq? Ja? SPY und Nasdaq haben heute neue Allzeithoch gemacht. Ja? Braucht man nicht drüber reden. Mein Zweitdings war ja, also meine Hauptanalyse war, wenn wir heute über Allzeithoch gehen, dann geht SPY zu 87 und Nasdaq zu 87, 97. Ja, sollten beide in dem gleichen Level dann sitzen in den nächsten Wochen. Oder wenn wir heute runtercappen, machen wir den großen Pullback für SPY zu 96. Ich habe aber gesagt, es schaut für mich eher unrealistisch aus, dass wir runtercappen. Wegen Wix, ja, der Volatility Index. Ja. Kurz erklärt, nicht ganz richtig, aber trotzdem kurz erklärt ist, wenn Wix runtergeht, geht SPY rauf. Wenn Wix rauf geht, geht SPY runter. Es ist ein bisschen mehr dabei, aber um es einfach zu erklären. Und so wie ich Wix jetzt gerade getrackt habe, ist hier unser C, unser Lower, also das C war am 6. August 2024, Lower High, Midpoint. Und dieser Midpoint ist aber noch nicht fertig. Der Midpoint hat hier angefangen. Damit dieser Midpoint hier fertig ist, muss Wix unter $13. Und wir sitzen jetzt gerade bei $17. Und wenn Wix wirklich runtergeht auf $13, ja, dann haben wir einen Markt, einen SPY, der nach oben schießt wie blöde. Ja. Und wenn wir dieses M hier micro-tracken, dann haben wir hier unser kleines C, unser Lower High, unser Midpoint. Das hier am 18. Mai, am Montag, war unser kleines T. Es fehlt das letzte Knife. Ne? Dazu sei auch eins gesagt, also wenn wir jetzt wirklich hier runterdonnern zu irgendwas unter $13, ne? Das bedeutet Nasdaq und SPY bei 780, 790. Ja? Das ist dann für mich Mittel A für die beiden. Ja? Danach bin ich noch immer der Meinung, kommt der Pullback oder die Correction für Nasdaq und SPY. Also für SPY wäre es 780, 790. Und das zeigt halt Wix auch, weil dann schießt Wix rauf zu seinem T. Und für mich, das haben wir im letzten Video schon gesprochen, dann müsste Wix wieder runterknallen zu einem neuen Allzeitlow. Und das wäre halt der Bounce für den kompletten Markt in einem Bull Market gehen. Ja, also es schaut verflucht interessant aus. Ja. Bin gespannt, ob wir das sehen werden, aber ich persönlich, und ich könnte mich irren, kein finanzieller Advice, bearish Wix, bullish Börse. Schauen wir mal. Gut, als letztes noch ein Community-Wunsch. Und zwar Kitty Cat. Ja, irgendein Krypto-Ding. Ja, ich weiß davon nichts. Ja, ich würde es nicht anfassen, aber ihr kennt mich, ich mag Krypto nicht. Von was ich hier sehe, und das ist nicht viel, wenn es überhaupt das Richtige ist, also ich hoffe, es ist das Richtige,
so wie ich das hier tracken würde, wäre im Oktober 2023 unser Wie. Wunderschönes Hallo. Dann sind wir raufgelaufen. Das wäre unser A. Und mit diesem A wären wir noch nicht fertig. Sage ich auch gleich. Weil so wie das für mich ausschaut, wäre das hier Lower High und das hier wäre erst M. Das bedeutet, ich würde das so tracken, man wird jetzt hier runterfallen. Wahrscheinlich werden bei der 0.5 werden wir bouncen, kommen nochmal hoch zu unserem T und dann wahrscheinlich runter zur 0618. Ja. High, Low und dann rauf zu unserem B oder was auch immer. Ja. Ich würde so tracken. Ja, und ich weiß davon halt auch absolut gar nichts. Hier schon zu bouncen. Sollten wir hier über das M gehen, und ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, was die Zahlen da auf der Seite bedeuten. Ja. Aber wenn wir hier übers M brechen, ja, dann war das hier schon unser W und wir gehen gleich rauf zu B. Ziemlich einfach. Ja. Aber ganz ehrlich, alles unter diesem letzten Drop hier. Und wir machen runter T wie High, Low und so weiter. Und wird wahrscheinlich länger dauern. Ja. Aber das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Gut, war heute ein kürzeres Video. Aber ja, also kurz und prägnant, hoffentlich, leicht verständlich, nicht viel zu sagen. Ja. As always, wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier, das große Update-Video da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Und schauen wir mal, was der Rest der Woche noch so bringt. Sehen uns.